Software-Updates. Nicht nur notwendiges Übel, sondern vielmehr auch die Chance, nachträglich noch Optimierungen einzubringen. Neben sicherheitsrelevanten Neuerungen haben wir für unsere aktuellen Produkte daher auch einige Features eingebaut, die auf eure Rückmeldung hin zustande gekommen sind. Welche das sind und wie ihr euer Musiksystem für euch personalisieren könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Die wahrscheinlich offensichtlichste Änderung findet sich direkt nach dem Einschalten. Statt der bisherigen 2x4-Darstellung sind die Icons nach dem Update in der neuen Linienansicht dargestellt. Wer gerne zur liebgewonnenen Rasteransicht zurückkehren möchte, kann das ohne großen Aufwand tun. In den Einstellungen über Anzeige- und Energieeinstellungen, Anzeigestil des Menüs, könnt ihr die Darstellung bequem wechseln. Neben der Linien- oder Rasteransicht steht euch zudem noch die Listenansicht zur Verfügung. Viele von euch haben sich eine feinere Justierung der Lautstärke gewünscht. Statt von 0 bis 50 könnt ihr diese zukünftig in Schritten von 0 bis 100 anpassen. Und auch dass Eingangsquellen als Favorit abspeicherbar und aufrufbar sein sollten, hat uns in vielen eurer Rückmeldungen erreicht. Auch diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen. Das Display lässt sich mit dem neuen Update jetzt auch komplett deaktivieren. Über Anzeige- und Energieeinstellungen, Uhrzeit und Datum im Standby anzeigen, lässt sich die Funktion ein- bzw. ausschalten. Schaltet ihr euer Musiksystem jetzt aus oder es wechselt von allein in den Standby-Modus, schaltet sich das Display vollständig aus. Das Update ist für unser Meisterstück sowie unseren Maestro Quantum veröffentlicht worden. Unser neues Musiksystem Abaton ist bereits ab Werk mit der neuen Software versehen. Es benötigt bei der Ersteinrichtung lediglich ein kurzes Update auf den aktuellsten Stand. Die vollständige Release-Note zu unserem Software-Update haben wir euch in die Videobeschreibung gepackt. Ich sage Tschüss und bis bald. Sonoro, German Audio Design.